Warst du schon mal so durstig, dass du nur noch an Wasser denken konntest? Stell dir vor, du stehst in der prallen Sonne, das Gras ist braun und knuspert unter deinen Füßen, und direkt über dir ist eine fette, dicke Regenwolke. Aber kein einziger Tropfen fällt runter. Jetzt mach die Augen zu, wenn du magst, und komm mit mir in den Wald der Geschichten. Kenia. Oh, meine Güte. Stell dir die schönste Graslandschaft vor, die du je gesehen hast, ewig weit, wie ein gelb-grünes Meer. Das ist die Kapiti-Ebene, wo Akazienbäume ihre Äste wie Regenschirme ausbreiten und Giraffen an den höchsten Blättern knabbern. Vor langer, langer Zeit war die Kapiti-Ebene mega schön. Das Gras wuchs dick und grün, Zebras galoppierten über das Land, Elefanten wanderten umher und Vögel nisteten in schattigen Flecken. Es roch nach Sonnenschein und Wildblumen und Abenteuer. Auf dieser wunderschönen Ebene lebte ein junger Viehhirte namens Kipat. Jeden Tag stand er da und passte auf seine Kühe auf. Manchmal balancierte er auf einem Bein wie ein Storch, und er sorgte dafür, dass sie genug Gras zum Fressen und Wasser zum Trinken hatten. Aber dann passierte etwas Schlimmes. Eines Tages kam der Regen nicht. Das Gras wurde von grün zu gelb zu braun. Die Wasserlöcher trockneten aus, bis nur noch rissiger Schlamm übrig war. Kipats Kühe muten traurig, ihre Rippen schauten durch die Seiten. Die wilden Tiere, die Zebras, die Elefanten, die Antilopen, sie wanderten alle weg, auf der Suche nach grüneren Landen. Und das Verrückteste? Direkt über der Kapiti-Ebene schwebte diese riesige schwarze Wolke, schwer und voll mit Regen. Kipat konnte sie jeden einzelnen Tag sehen, wie sie ihren Schatten über das vertrocknete Gras warf. Die Wolke war voll mit Wasser, aber sie wollte den Regen einfach nicht loslassen. Tag für Tag stand Kipat da und beobachtete seine hungrigen, durstigen Kühe. Tag für Tag schaute er zu dieser sturen Wolke hoch. Sein Herz tat weh wegen seiner Tiere und wegen der schönen Ebene, die zu Staub wurde. Dann, eines Tages, passierte etwas Magisches. Ein Adler flog hoch oben, und als er über Kipat schwebte, schwebte eine einzelne Feder runter, ganz langsam, und landete direkt vor seinen Füßen. Kipat hob die Feder auf, und als er sie in der Hand hielt, kam ihm eine Idee auf wie ein Blitz. Er fand einen langen, dünnen Stock und machte die Adlerfeder vorsichtig an einem Ende fest. Dann nahm er eine starke Lederschnur und spannte sie straff, um einen Bogen zu machen. Und mit dieser Adlerfeder und diesem Stock bastelte er den perfektesten Pfeil, den du je gesehen hast. Kipat stand auf der ausgetrockneten Ebene, legte seinen Pfeil auf den Bogen, zog die Schnur so weit zurück, wie es nur ging, und zielte direkt nach oben auf diese große, sture Wolke. Er holte tief Luft und ließ den Pfeil fliegen. Der Pfeil schoss hoch, hoch, hoch durch die Luft wie ein Vogel, und zack! Er durchbohrte direkt den Boden dieser schweren, schwarzen Wolke. Und weißt du, was passierte? Die Wolke platzte auf wie ein Wasserballon. Donner rollte über den Himmel. Bumm! Und Regen kam in dicken, wunderschönen Bahnen runter. Der Regen fiel auf das braune Gras. Er fiel auf die durstige Erde. Er fiel auf Kipat und seine muhenden Kühe. Er füllte die Wasserlöcher und verwandelte die staubige Ebene in Schlammflüsse. Und oh Mann, das war herrlich. Kipat stand da mit ausgebreiteten Armen und lachte, während der Regen durch seine Klamotten sickerte. Seine Kühe tranken und tranken, bis ihre Bäuche voll waren. Das Gras fing an, wieder grün zu werden, erst in kleinen Flecken, dann breitete es sich wie Magie über die ganze Ebene aus. Die wilden Tiere kamen zurück, die Zebras, die Elefanten, die Vögel. Alle kehrten zurück zur frischen, grünen Kapiti-Ebene. Und Kipat? Naja, er wurde bekannt als der Mann, der den Regen brachte. Kipat wuchs auf dieser Ebene auf. Er heiratete und schließlich bekam er einen Sohn, einen kleinen Baby-Kipat.
Und als dieser Junge alt genug war, brachte ihm sein Vater bei, wie man sich um die Kühe kümmert, wie man auf einem Bein steht wie ein Storch und am wichtigsten, wie man sich um das Land kümmert, das sich um sie kümmerte. Denn Kiepat hatte verstanden. Manchmal, wenn etwas nicht stimmt mit der Welt um dich herum, kannst du nicht einfach warten, bis jemand anderes es repariert. Manchmal musst du selbst aktiv werden, auch wenn es unmöglich scheint, auch wenn du nur eine Person bist, die unter einer sturen Wolke steht. Jetzt will ich, dass du mal über Folgendes nachdenkst. Kiepat sah ein Problem. Seine Tiere waren durstig, das Gras starb, und obwohl da eine Regenwolke direkt über ihm war, fiel der Regen nicht. Er hätte einfach aufgeben können. Er hätte sagen können, na ja, ich kann doch nichts an Wolken ändern. Aber stattdessen benutzte er, was er hatte. Einen Stock, eine Lederschnur und eine Adlerfeder, um eine Lösung zu schaffen. Jetzt, ich weiß, das ist ein Märchen. Niemand kann wirklich die Wolken verändern oder es regnen lassen, nur weil man es sich wünscht. Aber die Sache ist, wir können immer unser Bestes versuchen, um kleine Veränderungen um uns herum zu machen. Also, hier ist deine Challenge. Diese Woche will ich, dass du etwas in deiner Welt bemerkst, das Hilfe braucht. Vielleicht liegt Müll auf deinem Spielplatz, der ihn weniger schön macht. Vielleicht gibt's eine Pflanze in deinem Garten, die Wasser braucht. Vielleicht gibt's ein jüngeres Kind in deiner Schule, das einsam aussieht und einen Freund gebrauchen könnte. Und genau wie Kiepat will ich, dass du eine Aktion machst, auch eine kleine, um die Dinge besser zu machen. Du brauchst keine Zauberkräfte oder fancy Tools. Kiepat brauchte nur einen Stock und eine Feder. Vielleicht kannst du 5 Stücke Müll aufheben. Vielleicht kannst du diese Pflanze gießen. Vielleicht kannst du dieses einsame Kind zum Spielen einladen. Was auch immer du wählst, du bist wie Kiepat, jemand, der ein Problem sieht und beschließt, etwas dagegen zu tun. Und wer weiß? Deine kleine Tat könnte wie dieser Pfeil sein, der die Wolke durchbohrt. Sie könnte etwas Größeres starten, als du dir je vorgestellt hast, wie Regen, der auf eine durstige Ebene fällt. Bis nächste Woche, ihr kleinen Regenbringer. Und denkt dran, ihr habt die Macht, eure Welt zu verändern, einen Pfeil nach dem anderen.